Hier haben wir jetzt für euch im Test das Slingshot Formula V2. Weiterhin sehr hochwertig verarbeitet kommt es daher und es hat gegenüber dem ersten Modell, was wir in gleicher Länge getestet haben, hier nochmal eine Gewichtsreduktion von gut 10%. Und wenn wir es vergleichen mit dem zuvor getesteten V1, haben wir ja eine insgesamt etwas härtere Abstimmung. Im Puncto Angleit- und Beschleunigungsvermögen gibt es wohl kaum Boards am Markt, die hier mit dem Formula in dieser Art und Weise mithalten können. Das Board rennt förmlich los. Die 3,5 cm Bodenkurve auf 1,40 Meter sorgt hier wirklich für ein atemberaubendes Beschleunigungsverhalten. Zudem wird halt sehr schnell auch eine sehr hohe Endgeschwindigkeit erreicht. Diese hohe Geschwindigkeit und auch die gute Führung im Unterwasserschiff durch die etwas stärkere Channel-Struktur sorgen für ein gutes bis sehr gutes Anwindverhalten. Die Kante greift hier einerseits sehr effizient, wie man hier sehr schön sieht. Wir sind das Board auch ohne Fin gefahren, um den Wakestyle-Faktor noch etwas herauskehren zu können. Aber auch im kabeligen Wasser mit Finnen ist das Ganze hier sehr leicht nach Luft zu kommen. Klar ist, dass das Board Finless natürlich eine sehr loose Abstimmung hat. Man braucht dafür schon ein wenig Gefühl für die Bordkante. Montiert man die 4 cm langen Finnen, so haben wir hier eine etwas übermittellose Abstimmung. Man braucht schon einen leichten Impuls, um das Board unter sich zu switchen, unter sich zu drehen, damit es keine Geschwindigkeit verliert, sondern einfach seinen freien Lauf weiter behält. Aufgrund der festen Abstimmung dieser wirklich sehr sportlichen Kohlefaserkonstruktion braucht man in den Kurvenradien halt schon etwas mehr Druck oder deutlichen Druck auf dem hinteren Fuß. Aber dann kann man aufgrund der runden Outline hier auch wirklich enge Radien abrufen, ohne dass das Board an Geschwindigkeit verliert. Es besitzt hier aufgrund dieser sehr zarten Rails, die sind sehr dünn, einen stets sehr guten Zug auf der Kante und lässt sich in allen Radien kontrolliert bewegen. Im Puncto Laufruhe merkt man stets, dass man beim Formula 140 V2 hier ein wirklich sehr sportliches Gerät unter den Füßen hat. Da hilft auch vom Komfort die Duelli 4 Bindung nicht. Man bekommt hier im Kabelwasser wirklich halt die einzelnen kleinen Kabelschläge 1:1 präsentiert, ohne dass es jetzt harte Schläge sind. Die Dämpfung des Rumpfes ist gut, aber wirklich alles ist spürbar und muss halt auch selbstständig mit den Knien abgefedert werden. Von der Kontrolle wirkt es eher spielerisch. Hier ist die 140er Länge gar nicht hinderlich. Das leichte Gewicht sorgt hier natürlich insgesamt auch für dieses spielerische Feeling. Eine hohe Geschwindigkeit hilft bei den meisten Dingen beim Kitesurfen immer sehr gut. Das trifft hier natürlich auch auf das Slingshot Formula 140 V2 zu. Die hohe Geschwindigkeit zusammen mit der sehr sauberen Kantenführung des Brettes und einer verrundeten Outline, die einen mittleren bis engen progressiven Ankantvorgang möglich macht, das ist somit das Einfachste, erlauben hier jederzeit maximale Leinenspannung. Und das leichte Gewicht des Brettes führt dann natürlich dazu, dass es sich in der Luft sehr schön einfach kontrollieren lässt. Das ist ein richtiges Vergnügen beim Springen. Schauen wir auf die Landung, die unterstreicht natürlich den gesamtsportlichen Eindruck. Hier muss es gut abgefedert werden von den Knien. Nichtsdestotrotz ist die Führung, die sich einstellt, sobald man die Wasseroberfläche wieder erreicht, exzellent. Der gleiche wie eben erwähnte Ankantvorgang trifft auch beim ausgehakten Springen, bei Unhooked Jumps zu. Und ganz klar, hier hat Slingshot nicht zu viel versprochen. Der Kohlefaseraufbau dieses Sandwich ist mit einem wirklich sehr starken
Rebound-Effekt versehen. Man bekommt hier wirklich einen ganz exzellenten Pop bei kurzen progressiven Ankantvorgängen oder mittleren. Langgezogen angefahrene Tricks mag das Formula 140 nicht so besonders. Das liegt im Wesentlichen an der runden Outline. Dann wird das Ganze ein bisschen unkonkret. Und gerade hier für den sportlichen Fahrer, da ist bei der Landung natürlich auch angesagt, halt möglichst schnell zu landen, weil das Brett von seiner Abstimmung kann das halt zu 100% ab. Und da ist es dann auch ab einer gewissen Geschwindigkeit in seinem Element. Je stärker die Landung, also je größere Höhe und mehr Geschwindigkeit, desto mehr gibt das Board halt nach und desto sanfter im Verhältnis fühlt es sich dann sogar an, ohne an Präzision zu verlieren. Bleibt festzuhalten, dass im Unterschied zum Vorgängermodell das Ganze sich hier nochmal einen kleinen Tick sportlicher anfühlt und etwas mehr nochmal die reinen Fahrleistungen im Freeride und Freestyle-Sektor gefördert werden. In der Agilität und spielerischen Art und Weise dieses Boards hat es einen winzigen Tick verloren gegenüber dem Vorgängermodell. Eine große Vielseitigkeit auf höchstem Niveau von den Fahrleistungen ist logischerweise geblieben. Das Board kann ohne Probleme mit Schlaufen oder mit Bindung gefahren werden oder auch finless, je nachdem wie der einzelne persönliche Geschmack ausgerichtet ist und was man für Bedingungen vorfindet. Vom Körpergewicht ist hier ein Bereich von 75 bis 100 Kilo absolut ratsam und ein doch durchweg etwas höheres Fahrkönnen, um wirklich das Potenzial dieses Brettes komplett ausschöpfen zu können. Wer im Freestyle- und Freeride-Bereich sportlich ambitioniert ist und ein leichtes, exzellent verarbeitetes Board haben möchte, der ist hier mit dem Formula genau an der richtigen Stelle.